Raimund, wo sind wir heute? Bei den Donauschwaben in Entre Rios. Donauschwabe, was bedeutet das? Ja, die Schwaben sind ein Volk. So in Brasilien, da sind wir die Deutschen und wenn man nach Deutschland geht, dann sind wir die Brasilianer. Aber ihre Heimat war nicht Deutschland. Von unseren Herkunftsländern, obwohl wir die deutsche Sprache kennen. Oft wird gefragt, warum spricht ihr Deutsch und nicht Kroatisch? Ihre Heimat lag entlang der Donau, im heutigen Kroatien, Serbien, Ungarn und Rumänien. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden sie gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben. Warum? Weil wir deutschstämmige Leute waren. Und ein kleiner Teil ist zurückgeblieben, weil sie sich nicht schuldig gefühlt haben, dass sie mit dem Krieg etwas zu tun hätten. Die sind in Konzentrationslager reingekommen, für ethnische Säuberung machen. Also jetzt ist der Moment, wo wir pflichten müssen, wenn man unsere Kinder und Großeltern retten möchte. Und eines habe ich bei dieser Geschichte gemerkt. Da wären die stärksten Schwaben emotional. Warum? Das drückt noch immer im Herz von jeder, sogar von uns. Ne? Warum ist die alte Heimat für viele bis heute so schmerzhaft? Und wer sind diese Leute, die 1951 eine der reichsten Gemeinden in Südamerika aufgebaut haben? Lassen wir sie erstmal selbst zu Wort kommen, bevor wir uns diese unglaubliche Geschichte anhören. Also, wer sind die Donauschwaben? Ja, die Schwaben sind ein Volk. Richard, wer sind die Donauschwaben? Die Donauschwaben sind ein Volk, das kämpft. Ein Wort über die Donauschwaben. Arbeitsviecher. Raimund, wer sind die Donauschwaben? Die Donauschwaben sind gute Leute. Es ist gemischt, aber wir sind Schwaben. Wir sind Schwaben. Dass unsere Leute stolz sind auf wer sie sind. Fleißig und Die haben gesagt, jetzt bin ich da, jetzt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich gehe jetzt nicht mehr fort von da. Ne? Und sie sagt dann, von wo kommst du her? Von welcher Region Deutschland? Und ich habe gesagt, ich bin ein Brasilianer. Willkommen in Entre Rios in Brasilien, der Hauptstadt der Donauschwaben. Ich habe mich auf den Weg gemacht nach Entre Rios, im brasilianischen Bundesstaat Paraná. Auf der Hinfahrt sieht man schon, wo der Reichtum liegt. Diese Region ist in der ganzen Welt für ihre Landwirtschaft bekannt und ein Anbausystem, das hier zum Geheimnis des Erfolgs wurde. Entre Rios besteht aus 5 malerischen Dörfern. Die Bauplätze sind groß, weil jede Familie sich anfangs mit Garten und Tierhaltung selbst versorgen musste. Und bei Ankunft merke ich, das Dorfbild wirkt sehr ordentlich. Diese Ordnung ist kein Zufall und wer dahinter steckt, wird man uns noch verraten. Wir haben das Privileg, noch Stimmen der ersten Generation zu hören und besuchen einen Pionier, der sich noch an seine Ankunft in Brasilien erinnert. Das war ein heißer Tag, die Sonne, die hat geknallt. Und wir dürfen heute auch über Themen sprechen, die in anderen Kolonien tabu sind. Ich habe es nämlich jetzt oft so miterlebt in die Kolonien, die ich besucht habe, dass es eher traditionell ist. Das heißt, es hat keine Paare gegeben, die zusammengelebt haben, ohne verheiratet zu sein. Wie sieht es da aus? Außerdem interessiert mich als Ausländer das. Könnt ihr da jetzt als Ausländer einfach ein Grundstück kaufen? In der Zwischenzeit machen wir uns erstmal zum Ortseingang, denn eine Frage wollte ich gleich zu Beginn klären. Ja, Raimund, verstehen wir die Leute da? Wir verstehen dich, aber nicht alles. Was heißt das? Ein Großteil verstehen wir, wenn du mit uns reden tust. Du hast einen österreichischen Dialekt und wir haben einen donauschwäbischen Dialekt. Ich tue jetzt ganz schwäbisch reden, dass die, was das Video sehen, dass die verstehen, wie wir hier reden in Entre Rios. Unser Dialekt, der kommt von Kroatien, Serbien, Rumänien, Ungarn. Aber der Dialekt, der sich dann durchgesetzt hat unter uns, 500 Familien, die hier angesiedelt sind, war es der Dialekt hauptsächlich der, der in Kroatien geredet war. Ist deine Familie aus Kroatien oder wo ist der Ursprung? Kroatien. Kroatien, ja. Die Mehrheit von Entre Rios sind aus Kroatien. Ja. Merkt man da noch einen Unterschied zwischen jemandem, der von Rumänien abstammt oder Kroatien, wenn sie dann schon hier sind? Oh, die Sprache, wie man kocht, wie man sich benimmt, wie man redet. Okay. Ja, ich habe schon gemerkt, dass wir in Österreich ähnliche Ausdrücke fürs Essen haben wie ihr. Wir sagen zum Beispiel auch die Paradeiser, die Grundbieren und den Gugerutz.
Ja, Das habe ich da auch schon gehört. Ja, das sind die Ausdrücke, was wir benutzen. Ja. Von der K&K-Monarchie sicher. Ja. Ja, wird so sein. Oft wird gefragt hier, jetzt nur werde ich ein bisschen abzweigen. Oft wird gefragt hier, warum sprecht ihr Deutsch und nicht Kroatisch? Mein Vater ist geflüchtet mit 8 Jahren, meine Mutter mit 6 Jahren von Jugoslawien raus, von Kroatien raus und haben die Grundschule in Österreich gemacht. Ne? Ja, nicht nur die Sprache, sondern auch die Geschichte der Donauschwaben ist faszinierend. Ich zum Beispiel wusste vorher gar nichts über die Donauschwaben. Zum Beispiel, warum nennen sie sich eigentlich Schwaben? Alles beginnt um 1720 in der Habsburger Monarchie. Nach den Türkenkriegen sind die Gebiete im Osten zurückerobert worden und nun suchte man dafür neue Siedler. Und die rief man ins Schwabenland. Roberto, wie sind die Donauschwaben damals gewandert? Also von Ulm aus mit der sogenannten Ulmer Schachtel, das waren so Flussboote, die sind so einfache Boote gebaut worden zur Wanderung und da ist man in Ulm eingestiegen, also bis Wien und dann von Wien aus ist man dann ins rückeroberte Land gekommen. Da hat man das Boot, die Ulmer Schachtel vom Wasser rausgenommen und mit dem Material hat man sein erstes Haus gebaut. Ah, okay. Nach Generationen harter Aufbauarbeit waren sie mit ihrem Heimatboden fest verwurzelt und als fleißige Bauern und Handwerker bekannt. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Was ist dann passiert, als der Zweite Weltkrieg begonnen hat? Also das war praktisch am Ende vom Zweiten Weltkrieg, das war im Oktober 1944, dann war die große Wende, weil wir deutschstämmige Leute waren. Also dann in dieser Region von Jugoslawien haben die Partisaner also dann so Internierungslager aufgebaut. Internierlager von 45 bis 48, die hat dann das Regime von Tito gemacht. Warum war das nach dem Krieg? Weil der Tito hat eine ethnische Säuberung gemacht und alle, was deutschstämmig war, hat er entweder vernichten wollen oder hat sie auch vernichtet oder vertrieben. Ne? Also die meisten gingen dann im Oktober 1944 dann nach Oberösterreich. Und ein kleiner Teil ist zurückgeblieben, weil sie sich nicht schuldig gefühlt haben, dass sie mit dem Krieg etwas zu tun hätten. Deshalb sind sehr wenig Deutschstämmige heute noch in Kroatien und in Serbien. Sind noch, aber sehr wenig. Donauschwaben. Ne? Ja. Und da in Österreich hatten sie also so eine Übergangsphase, da blieben sie bis 1951. Unglaubliche Geschichte, oder? Wie war die Zeit damals als Flüchtling in Österreich? Wir fragen jemanden, der selbst miterlebt hat. Ja, also mein Name ist Gerhard Temari. Ich bin am 21. Dezember 1943 in Perjamusch, Rumänien geboren. Ich kam da dann als Baby mit 9 Monaten. Nach ein paar Jahren dann habe ich den Kindergarten besucht dort und die 1. und 2. Klasse. Aber es war eine schöne Zeit. Ich ging sehr gerne zur Schule. Wir hatten auch einen Lehrer, der uns das sehr interessant geschildert hat. Ne? Der hat dann immer gesagt, und dann gehst her und dann machst du es so. Ne? Die Österreicher, die haben so, und dann gehst her. Ne? Ja. Und dann, das habe ich noch in meiner Erinnerung. Aber ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, immer gute Lehrer zu haben. Ne? Kannst du dich noch erinnern über die Schifffahrt von Europa nach Brasilien als Kind? Die Schifffahrt, ich kann mich erinnern an die Dusche in der Kabine. Das Wasser war salzig. Das kann ich erinnern. Was ich mich erinnere, was markierend war für mich, als das Schiff in Dakar stehen blieb. Dann gingen wir von Bord und dann waren auf der Straße, so am Straßenrand, waren schwarze Männer gelegen. Ich hatte noch nie in meinem Leben schwarze Leute gesehen. Und die waren dort, das waren arme Leute scheinbar, und die haben dort auf der Straße, so halbnackt waren die da im bloßen Oberkörper und waren dort gelegen. Das hat mich
beeindruckt. Ne? Die ersten Schwarzen. Ne? Dann auf dem Schiff eigentlich weniger, aber dann bei der Herfahrt, als wir dann von Santos mit dem Zug, ne? Und der Zug, das war eine Dampfmaschine und der ging nicht sehr schnell, das war kein D-Zug. Ne? Und da sind wir Kerle von dem Waggon abgesprungen während der Fahrt und sind nebenher hergelaufen, haben dort gespielt und sind wieder drauf. So langsam. Ne? Wenn uns erwischt hätte, hätten wir Schläge gekriegt. Ne? Aber das kann ich mich erinnern. Gerhard kam mit 8 Jahren nach Brasilien als Teil der 500 Siedlerfamilien. Die meisten waren Landwirte, nur eine kleine Gruppe waren Handwerker. Aber genau diese oft übersehene Gemeinschaft beschreibt er in diesem Buch. Mein Vater, der war Schuhmacher und als er dann in Pension war, hat er angefangen, Schnitzereien zu machen. Ja, hier zum Beispiel dieses Wappen. Ah ja. Ah, schön. Donauschwaben-Wappen. Ah ja. Entwurzelung, Flucht und Neubeginn haben die Donauschwaben durchgemacht. Und dennoch schufen sie in der Fremde Wohlstand. Aber was ist mit der jungen Generation? Führt sie diesen Unternehmergeist weiter? Also Alex, wir sind halt bei dir hier in der Akademie. Jawohl. Das ist das Labor für Bierrezeptexperimente oder wie kannst du das zusammenfassen? Ja, ich bin Alexander, Braumeister, in Deutschland studiert und hier betreuen wir die Kunden von ganz Brasilien. Die Genossenschaft Agraria in Entre Rios betreibt die größte Melzerei Lateinamerikas und ist Marktführer in Brasilien. Was hat Alex neben dem Bierbrauen in Deutschland noch gelernt? Wie hat man dich eigentlich in Deutschland gesehen? Warst du da ein Schwabe oder ein Brasilianer? Oder? Das war immer ein großes Problem, weil ich bin Brasilianer, brasilianischer Pass. In Deutschland war das immer ein Problem, weil sie glaubten nicht, dass ich Brasilianer bin. Ich musste immer meinen Pass mithaben, um zu zeigen, dass ich Brasilianer bin. Ja? Und das war auch komisch, weil wir haben hier die Kultur noch sehr stark bei uns. Und ich kenne auch viele alte Lieder und manchmal waren wir so ein Stammtisch von Brauern und da kamen alte Braumeister und fangen an, so alte Lieder zu singen. Und ich kam damit und fangte an, auch zu singen. Und sie sagt dann, von wo kommst du her? Von welcher Region Deutschland? Und ich habe gesagt, ich bin ein Brasilianer. Und haben gesagt, wie kennst du diese Lieder? Da habe ich gesagt, die singen wir bei uns daheim. Ah, wirklich? Ja, wir halten noch viel die Sprache da. Ja. Wir haben auch Unterricht in der Schule, Heimatkunde. Aha. Hier in der Schule gibt es Fächer, die ich vorher gar nicht kannte. Neben Heimatunterricht lernen die Kinder auch, wie eine Genossenschaft funktioniert und am Wochenende gibt's Landwirtschaftskurse. Auf welcher Sprache wird eigentlich unterrichtet? Also unsere Schule ist eine zweisprachige Schule, wenn nicht dreisprachig. Ab dem Kindergarten haben die Kinder eine Immersion in Deutsch. Also Kindergarten ist praktisch 100% auf Deutsch und auf Schwobisch. Und ab der 1. Klasse fällt dann die Nummer von Deutschunterricht, ungefähr 50%. Und die Kinder werden dann größer und diese Wochenstunde fallen dann. Aber sie haben gutes Niveau. Und mit Heimatkunde, da haben wir einmal pro Woche in manchen Klassen die Geschichte der Donauschwaben auf Schwobisch. Und auch mit Unterstützung auf Portugiesisch, da nicht alle alles verstehen. Und der Sinn ist es, die Geschichte, die Kultur, die Traditionen den nächsten Generationen weiterzugeben. Kannst du mir was über das Rollenbild hier erklären in Entre Rios? Ist es noch eher traditionell? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann aber sagen, dass mit der Zeit hat sich schon modernisiert. Wir sind schon nicht mehr so streng und so traditionell, wie wir schon einmal waren. Ich habe es nämlich jetzt oft so miterlebt in die Kolonien, die ich besucht habe, dass es eher traditionell ist. Das heißt, es hat keine Paare gegeben, die zusammengelebt haben, ohne verheiratet zu sein oder auch keine Kinder haben, ohne dass sie verheiratet sind. Ne? Wie sieht's da aus? Es ist nicht so streng. Also es heißt nicht, dass man sich streng an die Regeln haltet.
aber es gibt schon viele Paare, wo erst Kinder haben, noch in einer Ehe oder noch am Zusammenwohnen. Und Nikita, du bist ja auch hier. Ich habe jetzt erfahren, du bist mit einem Mann verheiratet, der gar kein Deutsch spricht. Ja, stimmt. Ist das hier jetzt schon normal oder wie hat sich das entwickelt in der Geschichte? Und meinen Eltern, die Generation, da gab es das, glaube ich, gar nicht. Da heiratete ein Schwab mit Schwab, Schwabe mit Schwabe. Aber heute ist das schon ganz verbreitet, dass viele Leute von auswärts kommen und ja, die Ehen auch schon gemischt sind. Wie viele Kinder habt ihr? Ich habe 3. Und wie werden die erzogen? Mit welcher Sprache oder zweisprachig? Ganz gemischt. In der Schule lernen sie das Deutsche. Sie lernen in der zweisprachigen Schule. Aber zu Hause mit der Mutter, mit mir, wird viel Schwäbisch gesprochen. Und wenn der Papa dabei ist, dann muss man Portugiesisch reden und so weiter. Es ist eine ganz lustige Mischung. Okay. Frauen und Bildung werden in dieser Gemeinschaft seit Beginn sehr geschätzt. Das sehen wir auch heute bei unserem Besuch auf einer Farm. Hier nennt man es Fazenda. Hier treffen wir Egina. Sie leitet den Betrieb und ich bin überrascht, denn ihre Angestellten bekommen sogar Wohnraum. Aber nur, wenn sie klare Regeln erfüllen. São 4 famílias que residem aqui e trabalham conosco. Es gibt 4 Familien, die hier wohnen und mit uns arbeiten. Die Arbeiter sind verpflichtet, ihre Kinder in die Schule einzuschreiben, wenn sie hier arbeiten wollen. Obrigatoriamente matriculadas em colégios, né? Und alle Familien wohnen hier auf dem Grundstück. 4 Familien wohnen hier auf unserem Grundstück. Ja, sie bekommen Häuser mit Trinkwasser, Strom und Internet. Die Häuser sind von uns für die Arbeiter. Mir fällt auf, dass hier auf den Feldern irgendwas anders aussieht, als ich das aus Österreich kenne. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Also Christian, du bist hier Landwirt und Teil der Genossenschaft, oder? Genau. Ja, das ist eine Fazenda, wie man das so sagt in Brasilien. Das ist ein Familienbetrieb, das kommt schon vom Opa, dann Vater, dann uns geblieben. Und hier seid ihr für ganz was Besonderes bekannt, nämlich? Ja, das Direktsaat. Was ist das genau, Direktsaat? Ja, schon mal gehört? Die Direktsaat war die landwirtschaftliche Revolution der 70er Jahre in Brasilien und ein Grund, warum Brasilien heute eine Agrarmacht ist. Raimund, die Direktsaat in Brasilien ist so ein Riesending. Kannst du mir noch mal erklären, warum? Die Direktsaat ist eine Technologie, die entwickelt wurde von einem Deutschstämmigen, der heißt Herbert Bartz. Er ist der Pionier in Brasilien über diese Direktsaat. Also ins Stroh rein, ohne das Land zu pflegen und mit Maschinen bearbeiten. So wie wir das hier auf diesem Feld sehen, das ist auf das Stroh direkt drauf pflanzen und nicht das Feld umarbeiten oder ackern und so. Genau. Das ist, das Stroh bleibt liegen und das sind spezifische Maschinen, was gebaut sind, dass das Stroh schneiden und der Samen direkt in Stroh reinlegen oder in den Grund unter dem Stroh reinlegen und so kommt die Pflanze und das gibt viel besser Humus und das ist besser fürs Feld. Weil das liegen bleibt und dann zu Humus wird, oder? Genau, weil das liegen bleibt, zu Humus wird. So schaut es aus. Das wird dann Humus mit der Zeit. Das ist das alte Stroh, ne? Und das ist das neue Stroh. Das ist ein Sojastängel vom vorigen Jahr. Ne? Aha, hört sich ganz gut an, oder? Aber so wie viele revolutionäre Ideen wurde auch diese zu Beginn ausgelacht. Am Anfang wurde er ausgespottet von den Nachbarn. Jetzt wird er dann das Stroh reinbauen. Dann haben sie gesagt, aber jetzt ist er aber ganz bankrott. Er hat nicht mal mehr Geld für Diesel kaufen für sein Landpflege. Okay. Mit Verbreitung der Direktsaat wurden die Böden besser, die Ernten größer und der Wohlstand wuchs. Und durch das haben wir unsere Produktion so in die Höhe arbeitet, dass wir heute verantwortlich sind für 1 Milliarde Personen auf der Welt Nahrung zu erzeugen. Nahrung zu erzeugen. Ja. Okay, also hat Brasilien die Welt gerettet? Zum Teil schon. Und diese Landwirtschaft, die hat auch die brasilianische Finanzen
verbessert, weil wenn es am Land alles besser ist, geht es in der Stadt auch besser. Die Landwirtschaft schafft bis heute großen Wohlstand. Wer steckt jetzt dahinter? In der Genossenschaft Agraria wird man es uns heute verraten. Mir hat jemand gesagt, dass Entre Rios die reichste Gemeinde Lateinamerikas ist. Stimmt es und was meinen die damit? Ich weiß, dass die Genossenschaft pro Mitglied der reichste ist von der Amerikas, ja, das schon. Aber weil Agraria hat wenig Mitglieder und hat sich sehr entwickelt in der Industrie, ne, so ist der Umsatz groß. Pro Mitglied haben wir einen großen Umsatz, das stimmt. Weil es dann dividiert wird durch die geringe Anzahl der Mitglieder. Durch die geringe Anzahl, sagen wir sind heute 700 und etwas Mitglieder, aber das sind 240 Familien. Ja, die Kooperativen kenne ich schon von meinen Besuchen im Chaco in Paraguay bei den Mennoniten. Auch dort, wie auch in Entre Rios, sind die Kooperativen bekannt dafür, dass sie sich um alltägliche Dinge kümmern. Dinge, um die sich eigentlich der Staat kümmern müsste. Worum kümmert sich die Genossenschaft hier in Entre Rios? Die Genossenschaft ist seit Anfang ziemlich für alles verantwortlich. Ne? Natürlich für das Geschäft und für die Mitglieder, aber auch für die Gemeinde. Ne? Macht vieles Soziales, was eventuell Staat machen müsste und so. Zum Beispiel Polizei, Bomberos, Feuerwehr und so, hilft Agraria immer mit, bezahlt und gibt Essen und so und Wohnungen für die Leute. Das, was Staat machen müsste, machen halt wir. Sogar Pflegungen von den Straßen und so, was auch Staat machen sollte, macht auch der Agraria. Kennst du dich aus mit den Genossenschaften im Chaco in Paraguay bei den Mennoniten? Ich habe sie schon besucht. Wir haben vor kurzem Besuch gehabt von 2 von dieser Genossenschaft. Kannst du das vergleichen? Sie haben schwierige Bedingungen, ne, durch die Trockenheit und Sachen, ne, aber trotzdem sind sie sehr entwickelt. Ne. Ich glaube, sie sind ein Beispiel für uns. Sie sind sehr fortschrittlich auf jeden Fall. Sehr fortschrittlich, ja. Und auch mit der Sprache und mit der Sitten und Gebräuche, sie halten es eventuell besser wie mir. Okay. Ja, ich bin jedes Mal so überrascht, wenn ich diese deutschen Siedlungen besuche. Auch überrascht, dass ich vorher nichts darüber wusste. Und ich frage mich, warum hören wir eigentlich nicht mehr darüber? Ich finde, mehr Leute sollten darüber was wissen. Wenn du auch willst, dass mehr Menschen von diesen unerzählten Geschichten erfahren sollen, gib diesem Video erst einen Daumen nach oben, damit YouTube es mehr Menschen vorschlägt, die endlich hören können, was diese Menschen zu sagen haben. Schau dir auch meine anderen Videos dazu an. Ja, wenn du als Ausländer überlegst, hier zu leben, dann hast du jetzt schon einen kleinen Einblick bekommen. Aber ich wollte auch noch konkrete Preise wissen. Also Raimund, wir sind da jetzt auf einem Bauplatz. Könnt ihr da jetzt als Ausländer einfach ein Grundstück kaufen? Ohne weiteres. In Entre Rios ist total frei und das kann jede Person machen, ob sie in Brasilien ist oder von Europa ist. Was ist der Quadratmeterpreis da? Das das kann ich nicht so sagen, weil es ganz verschiedene Preise gibt, aber das, was wir gestern gehört haben von einem Freund von uns, wo wir gestern mit ihm nachgesehen, der hat gesagt, er hat ein Stück gekauft mit 80.000 Real, 25 mal 50. Nicht alle Landstücke haben 50 Meter nach hinten, manche sind nur 30. Ganz verschieden. Ne? Wie sind die Grundstücke hier ursprünglich aufgeteilt worden? Ja, wie die Siedlung gegründet wurde, dann hat der Herr Michael Mohr, der unser Gründer ist, schon Erfahrung von Jugoslawien, von Kroatien und Serbien. Und dann hat er große Grundstücke gemacht. Warum? Die waren 50 mal 100, sind sie programmiert worden, dass jeder Bauer Schweine halten kann, Milchkühe, Hühner, die Pferde für Rosswagen, ne? Und einen großen Garten machen kann, dass die Familie sich selbst verpflegen kann. Und das war auch so am Anfang der Siedlung, bis halt dann die Traktoren gekommen sind und die Pferde ersetzt haben und so weiter. Okay. Ne? Und das war der Grund, warum der Hausplatz so groß war. Ne? Also jede Familie kriegt 50 mal 100 Meter? Ja. Das ist groß, ja? Ja. In welchen Berufen könnte man hier arbeiten? Was arbeiten Leute hier? Ist es Landwirtschaft oder? Ganz vielfältig. Wir haben Schule, Krankenhaus,
Kultur, Musik, Ingenieure, Buchhalter, Verwaltung, Manager, ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gäbe keinen Beruf oder wenige Berufe, die hier keine Stelle bekommen würden. Wird Arbeit gesucht? Wird. Hier in der Genossenschaft Agraria backen sie auch richtig besondere Brotsorten. Auch solche, die man in Brasilien sonst kaum findet. Das Ganze ist ein Projekt mit der deutschen Backmittelfirma Irex. Ich darf mich in der Backstube umsehen und sehe Brezen und andere Raritäten. Hier treffe ich auch den ersten Ausländer. Und woher kommt der? Also Florian, dass ich da heute einen Österreicher treffe, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, die Welt ist klar. Wir kommen überall zusammen. Was hat dich da hergebracht? Also beruflich bin ich hier unten für die Irex, eine deutsche Backmittelfirma. Und ich mache da Kundenbetreuung für Südamerika. Brot in Brasilien ist so ein bisschen ein heikles Thema, oder? Ja, Brot in Brasilien, also eine Brotkultur, wie wir es in Österreich und Deutschland haben, gibt es da nicht. Aber dazu sind wir da, damit wir den Brasilianern jetzt unsere europäische Brotkultur beibringen und machen. Wie kommt das an bei den Brasilianern? Also es kommt sehr gut an. Also natürlich die Schwarzbrote, was wir machen, typisch wie in Österreich, Brezen machen. Es kommt an, aber es dauert noch ein bisschen. Wenn du jetzt hier bist, sieht man dich als Österreicher oder bist du Alemán oder was denken die Leute für dir? Ja, das ist halt immer, oft sagen sie zu mir, ich komme aus Australien, weil Austria und Australier, Kenn ich. ja, werde oft verwechselt, aber sonst muss ich ihnen schon sagen, dass ich aus Österreich komme. Okay. Ja, sonst sagen sie Alemán. Und unter die Donauschwaben, wie fühlst du dich aufgehoben? Also ich fühle mich eigentlich sehr gut aufgekommen da. Es ist wie ein kleines Österreich da. Also natürlich haben wir Brauerei mit einem guten Bier. Da gibt es auch gutes Brot. Man kann auch noch Deutsch sprechen oder man spricht Portugiesisch oder mischt einfach alles zusammen. Ja. Also es ist schon ein schönes Eck da in Entre Rios. Und dann schauen wir mal rein in die Bäckerei. Super. Pumpernickelbrot, traditionell aus Deutschland, aus dem Norden aus Deutschland. Das ist Roggenschrot und Sauerteig. Und wichtig ist einfach, dass das schön verschlossen ist und dann kommt es in den Ofen zum Backen. Also es gibt natürlich in Brasilien auch, was wir gerade machen, ein richtiges Roggenmischbrot, so wie man es aus Österreich kennt. Da haben wir eine schöne Kreation, ein Laugenherz, weil der Bäcker arbeitet ja mit Herz in die Backwaren. Schön. Heute kann jeder in Entre Rios eine neue Heimat finden. Aber es ist aufgrund der Pioniere, dass dieser wunderschöne Ort heute besteht. Und das Bewundernswerte ist, anstatt in einer Opferrolle zu bleiben, schätzen sie ihre Geschichte. Meine Mutter sagt immer, die schönste Zeit war die schwerste Zeit. Die ersten 10, 15 Jahre hat deine Mutter auch zu ihr gesagt. Ja. Da war ein Zusammenhalt, lustig, viel Gesang, viel Tänze. Da merkt man, dass Reichtum und Luxus nicht unbedingt glücklich macht. Nein, nein, ganz sicher nicht. Die Leute helfen sehr zusammen. Also man merkt hauptsächlich in den schweren Zeiten, wann man so eine eigene Identität hat, dass man sich umarmt und irgendwie versucht, dass man gemeinschaftlich also aus dem Dreck kommt, wenn man sein muss. Ich frage meine Gesprächspartner immer, wie sie sich in ihrer Identität fühlen. Aber eine konkrete Antwort habe ich hier nicht erhalten. Es ist gemischt, aber wir sind Schwaben. Wir sind Schwaben. Zu Hause bin ich ein Schwab, mit meiner Oma bin ich ein Schwab. In der Arbeit bin ich ein Brasilianer. So, im Fußball ist das immer ein Problem, weil dann, ich schaue halt immer, wer gewinnt. Ne? Aber alle sind sich einig, wofür Donauschwaben stehen. Gemeinschaft. Ich würde sagen, die Donauschwaben weltweit sind berühmt für die Fleißigkeit. Ich würde sagen, Gemeinschaftssinn. Gemeinschaftssinn, genau. Sie sind so dankbar für die Arbeit ihrer Vorfahren. Starke Männer und Frauen, hauptsächlich Frauen, haben immer sehr viel mitgemacht im Krieg und haben für uns das alles aufgebaut. Ne? Und heute sind wir so groß geworden, weil sie das angefangen haben. Und heute stehen wir hier zum Glück oder müssen sehr dankbar sein und an unsere Vorfahren, was alles mitgemacht haben und so und nicht aufgegeben haben. Ja. Und damals wie heute besteht die Hoffnung weiter. Dass wir weiter so leben können als Donauschwaben, als unsere Kultur pflegen, noch so lange wie möglich hier in Brasilien. Ja, ein wirklich rührender Besuch und gleichzeitig so beeindruckend. Bist du beim nächsten Mal wieder dabei? Da besuchen wir eine Mennonitenkolonie in Brasilien, Witmarsum. Abonniere jetzt, um es nicht zu verpassen. Übrigens interessieren dich die ganzen Interviews mit meinen Gesprächspartnern, die findest du in den Mitgliedervideos in der Beschreibung. Wir sehen uns dann.